Das ist eben besonders schön, wenn die Digitalisierung eigentlich genau die sozialen Pflichten wieder ermöglicht und dem nicht entgegensteht, sondern ein Treiber ist für die sozialen Pflichten. Heute ist es so, dass eigentlich von 10 Spender 6 mit Twint zahlen auf einer klassischen Webseite. Twint vereinfacht das Leben der 3,5 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzer. Und das möglichst im Alltag, beispielsweise beim Parkieren oder auch beim Geldbezug. Jetzt kann man nicht nur an Weihnachten spenden, sondern das Ziel müsste ja sein, dass man ganz bequem, einfach und direkt 365 Tage, 24 Stunden am Tag kann über das Twint Plus Portal spenden. Das möglich macht Twint mit dem Partner RaiseNow. Und heute mit uns da ist der Marco Zaug, Gründer und CEO von RaiseNow. Marco, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung, Toni. Und was jetzt einfach Wunder nimmt, jetzt, wo wir dich da haben, ist, wie bist du dazu gekommen, die Firma zu gründen und wie ist es zu dieser Partnerschaft mit Twint gekommen? 2010 haben wir gestartet, haben 2015 uns wirklich einzig auf das fokussiert. Vorher sind wir noch ein bisschen unschlüssig, ist es nur rein Technik oder Dienstleistung oder beides. Und dann eigentlich ab 2015 haben wir Gas gegeben. Und wir haben dann eigentlich dort schon im 2015 die ersten Versuche mit Twint gemacht. Das heisst, einer der ersten eigentlich in der Schweiz. Wir haben dann festgestellt, dass eigentlich Twint eine ideale Zahlungsmethode ist, um wirklich schnell und einfach zu spenden. Auch aus einem Impuls heraus zu spenden. Jetzt ist über die Twint Plus Integration von dem Spendenportal Services for RaiseNow 3,5 Millionen aktive Twint-Nutzerinnen und Nutzer zugänglich gemacht worden. Hat das bei euch irgendetwas ausgelöst? Habt ihr dort irgendwie gesehen, dass irgendetwas passiert ist? Grundsätzlich ist es so, dass wir Twint-Technik natürlich nicht nur jetzt im Twint Plus-Kontext einsetzen, sondern auch außerhalb. Sprich, also wenn du jetzt auf einem Roten Kreuz gehst, spenden auf der Webseite, wirst du dort Twint als Zahlungsmethode haben und sehen. Wir haben gesehen, dass in den letzten 2 Jahren insbesondere eine markante Verlagerung gibt zu Twint. Heute ist es so, dass eigentlich von 10 Spender 6 mit Twint zahlen auf einer klassischen Webseite. Ich glaube, die Einfachheit steht da im Zentrum. Man hat ein Spendenbedürfnis, das kann ein Impuls sein. Dann geht man auf Twint Plus und dann kann man sehr einfach auswählen, aus ganz verschiedenen Kategorien, verschiedenen Hilfswerken, in einer ganz übersichtlichen Art und Weise. Und der Spendevorgang ist insofern dann sehr vereinfacht, dass man dann gerade direkt automatisch aufs E-Mail eine Spendebestätigung für die Steuererklärung bekommt. Was ist für dich so der befriedigendste Moment von dieser Partnerschaft? Es hat zum Beispiel im Zürich-Oberland ein Fest gegeben, Freitag und Samstag, vor allem auch noch Sonntagmorgen. Und die haben in dieser kurzen Zeit 2000 Transaktionen über Twint empfangen und haben insgesamt 30'000 Franken Umsatz gemacht. Dort ist es effektiv so, dass genau das, was du sagst. Das ist, wir sind auf dem Land draussen, hat kein Bankomat, aber Twint hat man. Und hat durch das können konsumieren, auch Freundinnen und Freunde, Bekannte können einladen und so auch die sozialen Pflichten, die man ja dann hat im Vereinsleben, können nachkommen. Das ist eben besonders schön, wenn die Digitalisierung eigentlich genau die sozialen Pflichten wieder ermöglicht und dem nicht entgegensteht, sondern ein Treiber ist für die sozialen Pflichten. Marco, ihr arbeitet für Hilfswerke, helft Fundraising-Kosten tief zu halten, ihr helft den Verein, sich zu organisieren und mehr Umsatz zu machen. Ihr seid also eigentlich auch selber sehr im wohltätigen Bereich tätig, aber gleichzeitig eine For-Profit private Organisation. Ja. Wie geht ihr mit dem Spannungsfeld um? Ja, wir haben uns eigentlich von Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass wir selbsttragend sind. Das heisst, wir wollen eigentlich nicht auf Spendengelder angewiesen sein. Und haben daher ein Geschäftsmodell gewählt, das darauf basiert, dass wir für unsere Leistung bezahlt werden. Es aber gleichzeitig ganz klar in der Kommunikation ist, dass wir den Gewinn wieder reinvestieren in die Innovation. Was ist so die nähere Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist im Bereich von Spenden wird sicherlich einer der nächsten grossen Meilensteine sein, dass man über das Spendenportal, das du genannt hast, dass man dort auch Durchspenden abwickeln kann. Dass es auch möglich sein soll, dass man sein Wechselgeld spenden kann. Also sprich, wenn du mit Twint im Coop zahlst, ein Brötchen bei 1,80 Franken, dann tut es automatisch nachher auf 2 Franken aufrunden und die 20 Rappen gehen nachher zu einem Hilfswerk, an ein spezifisches Projekt, das dir dann nachliegt.
Das ist sicherlich wieder eine grosse Sache. Es wird auch mehr Möglichkeiten geben, weitere Cases abzudecken. Eins zum Beispiel, wo wir jetzt auch wieder immer gehört haben, ist das Thema Depotzahlung. Also sprich, ich tue irgendwo ein Getränk nehmen, mit einem Glas zum Beispiel oder mit einem Becher, den ich wieder zurückgeben muss. Auch das ist ein Case, wo wir auch unterstützen mit Twins, sodass es wirklich schnell und einfach auch Bargeld losgeht. Marco, vielen Dank, dass du heute da bist und mit uns so spannende Einblicke geteilt hast zu RaiseNow und der Partnerschaft mit Twint. Danke ich bin sicher, wir werden noch ganz viel gemeinsam erreichen an zusätzlichen Innovationen und Vereinfachungen in diesem Bereich. Vielen Dank für euer Interesse am heutigen Twin Talk und am Vereinsleben und an der Spendenlandschaft Schweiz.